Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tim testet. Heute, wie ihr seht, aus dem Fußballstadion hier in Düsseldorf. Die Europameisterschaft steht vor der Tür. Und 10 Stadien müssen mit modernster Technologie ausgestattet werden, damit das Signal aus den Stadien in die Welt kommt. Um das 2024 möglich zu machen, werkeln gerade hunderte Kolleginnen und Kollegen der Telekom. Sie legen Glasfaserkabel, sie schrauben an Mobilfunkmasten und bringen Technik-Innovation in die Stadien. Ich werde jetzt diese Technik testen. Ja, wer das beste Netz haben will, der muss hoch hinaus. Das ist unser Sturm, das 5G-Netz. Wenn hier im Stadion 47.000 Menschen sitzen, telefonieren, Bilder verschicken oder Videos anschauen wollen, dann funktioniert das über diese 5G-Antennen. Alle neu installiert in allen 10 Stadien. Das ist die modernste Technologie, die fast all unser Funkspektrum benutzt, damit maximale Kapazität entstehen kann. Allein hier im Düsseldorfer Stadion haben wir 46 Antennen und 48 Repeater verbaut. Und genau das sehen wir nämlich hier. Von der Antenne kommt das Koaxialkabel hier an und hier geht ein Glasfaser ab. Übrigens, statisch eine echte Herausforderung. Nämlich 7 Tonnen haben wir alleine hier in Düsseldorf zusätzlich installieren müssen und 14 Kilometer Kabel verbaut, damit alles jederzeit abfließen kann. Ja, mit dem aufgepumpten 5G-Netz der Deutschen Telekom könnt ihr eure Jubel-Selfies raus in die ganze Welt schicken. Wir erwarten 140 Terabyte Datenvolumen. Das ist ungefähr so viel, wie Düsseldorf in einer ganzen Woche verbraucht. Die Schaltzentrale im Fußball ist das Mittelfeld. Und das ist sozusagen das Mittelfeld der Deutschen Telekom. Tief in den Katakomben unter dem Stadion ist die Glasfaserzentrale unseres Netzes. Von hier wird Bild und Ton aus dem Stadion in das International Broadcast Center nach Leipzig übertragen. Die Signale werden getrennt übermittelt. Einmal hier das Bildsignal vom Spiel und hier das Kommentatoren- und Journalistennetzwerk separat getrennt. Und übrigens, man kann auch mal ein Kabel ziehen. Dann steht alles nochmal redundant zur Verfügung. Die Infrastruktur ist aufgebaut und jetzt wird sie getestet. Alleine über 130 unterschiedliche Szenarien haben unsere Techniker und unsere Ingenieure ausgetüftelt, um das Netz zu prüfen. Und gerade aktuell sieht man hier läuft gerade einer dieser Netztests hier im Düsseldorfer Stadion und soweit alles okay. Am Ende des Tages wollen wir doch alle nur Fußball schauen. Wir wollen Fußball und Unterhaltung erleben. Und genau das machen wir hier aus dem Studio in Köln. Wir haben uns zusammengetan mit einem sehr starken Partner, RTL. Aus diesem Studio übertragen wir alle Spiele, 51 Spiele, in UHD-Qualität auf Magenta TV. Eine besondere Innovation für ein noch unmittelbareres Erlebnis im Studio bietet Augmented Reality. So kann man live während der Übertragung Gesprächspartner direkt ins Studio holen. Wie ich jetzt zum Beispiel mir hier Julian Nagelsmann ins Studio hole. Der Trainer der Nationalmannschaft, dem wünschen wir mit seinem Team alles Gute. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die die EM so tatkräftig auf dem Rasen, aber auch auf dem Fernseher ans Laufen bringen. Und ich sage Danke an unsere Partner, vor allem an RTL, die unter anderem mit uns diese Übertragung aus dem Studio hier in Köln ermöglichen. Jungs, wir stehen alle geschlossen hinter euch. Und übrigens, eine alte Fußballerweisheit besagt, zu 50% stehen wir schon im Viertelfinale. Aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Deshalb strengt euch an, Qualität kommt von Quälen. Und das gilt auch für uns bei der Deutschen Telekom. Ich wünsche uns allen ein friedliches, ein gastfreundliches,
ein großartiges Sporterlebnis im eigenen Land und ich freue mich auf die Europameisterschaft 2024. Und das könnte eine Chance und da ist er drin. Jawohl, Tor für Deutschland!